Hallo und willkommen. Vielleicht hast du dich schon einmal gefragt, warum scheinen manche Menschen mit dem Leben im Einklang zu sein? Sie lernen schnell, erinnern sich mühelos, treffen gute Entscheidungen. Andere dagegen kämpfen, strengen sich an und trotzdem bleibt der Erfolg aus. Schon in jungen Jahren hat mich genau diese Frage nicht mehr losgelassen. Ich heiße José Silva und mein Weg begann nicht in der Psychologie, sondern in der Welt der Elektronik. Dort habe ich etwas gelernt, das mein Denken für immer verändert hat. Jedes technische System, ein Radio, ein Fernseher, ein Motor, funktioniert am besten, wenn es in seiner idealen Frequenz arbeitet. Dort läuft alles glatt, wenig Energieverbrauch, hohe Leistung, klare Ergebnisse. Gerät das System aus dem Takt, entstehen Störungen. Es knackt, es rauscht, es geht kaputt. Und eines Tages stellte ich mir die entscheidende Frage: Gilt das nicht auch für den menschlichen Geist? Was wäre, wenn unser Gehirn ähnlich eine ideale Betriebsfrequenz hat? Was wäre, wenn Lernen, Gedächtnis und Intuition nicht einfach Talent oder Zufall sind, sondern das Resultat einer richtigen Abstimmung? Diese Überlegung ließ mich nicht mehr los. Ich begann, die großen Denker der Geschichte zu studieren: Einstein, Edison, viele andere. Ich beobachtete: Diese Menschen hatten die Fähigkeit, in Zustände zu wechseln, die uns gewöhnlich verborgen bleiben. Sie konnten sich vertiefen, entspannen, intuitiv handeln. Parallel dazu stieß ich auf die Elektroenzephalographie, eine junge Wissenschaft, die die elektrischen Wellen des Gehirns sichtbar macht. Zum ersten Mal konnte man messen, was im Inneren unseres Kopfes wirklich passiert. Schnelle Wellen, langsame Wellen, verschiedene Zustände des Bewusstseins. Meine Forschung führte mich zu einer klaren Erkenntnis: Das Gehirn kennt unterschiedliche Betriebsmodi: Beta, Alpha, Theta und Delta. Die meisten Menschen verbringen fast den ganzen Tag im Beta-Zustand. Das ist der Modus hoher Frequenz, voller Aktivität, Konzentration, aber auch Stress. Wir sind wachsam, reagieren auf alles, was von außen kommt, und sind doch ständig angespannt. Doch die Beobachtung zeigte auch etwas anderes. Die kreativsten, gesündesten und intuitivsten Menschen haben etwas gemeinsam: Sie produzieren regelmäßig Alpha-Wellen, langsamer, ruhiger, tiefer. Genau dort liegt der Schlüssel. Was genau bedeutet dieses Alpha-Niveau? Man kann es sich vorstellen wie eine Brücke. Auf der einen Seite steht dein bewusstes Denken, auf der anderen Seite liegen die ungeheuren Ressourcen deines Unterbewusstseins. Normalerweise sind diese beiden Bereiche durch eine Mauer getrennt. Doch im Alpha-Zustand öffnet sich ein Tor und plötzlich wird ein Austausch möglich. Im Alltag leben wir fast ausschließlich im Beta-Modus. Dieser Zustand ist vergleichbar mit einem lauten, überfüllten Konferenzraum. Alle reden durcheinander, jeder will etwas und es ist fast unmöglich, sich auf eine einzelne Stimme zu konzentrieren. Gedanken prallen aufeinander, Unruhe breitet sich aus und am Ende verlierst du mehr Energie, als du gewinnst. Das Alpha-Niveau dagegen gleicht einer Bibliothek: ruhig, geordnet, hell erleuchtet. Dort findest du Regale voller Wissen, Ideen und Erinnerungen, die alle schon in dir angelegt sind. In dieser Stille kannst du ein Buch nach dem anderen aufschlagen und plötzlich siehst du Zusammenhänge, die dir zuvor verborgen waren. Das Faszinierende: Jeder Mensch erlebt diesen Zustand von Natur aus, und zwar jeden Tag. Kurz vor dem Einschlafen sinkt das Gehirn automatisch in Alpha. Ebenso direkt nach dem Aufwachen. Vielleicht kennst du das Gefühl: Eine Eingebung am Morgen, eine kreative Idee in der Nacht, ein Traum, der eine Antwort enthält. Doch hier liegt das eigentliche Geheimnis. Es reicht nicht, diesen Zustand zufällig zu erleben. Die Kunst besteht darin, bewusst und freiwillig in Alpha zu gehen und dort länger zu bleiben.
Denn genau dort beginnt das beschleunigte Lernen. Genau dort entstehen Intuition, Kreativität und die Fähigkeit, Informationen tiefer zu verankern. Viele Menschen glauben, Intuition sei ein mystisches Geschenk. Doch in Wahrheit handelt es sich um eine natürliche Fähigkeit, die aktiviert wird, sobald wir das Gehirn in den richtigen Rhythmus bringen. Alpha ist kein Wunder, sondern Biologie, und jeder kann es nutzen. Um das Alpha-Niveau richtig zu verstehen, müssen wir die Struktur unseres Gehirns betrachten. Es arbeitet mit zwei Hemisphären, der linken und der rechten. Beide haben ihre besonderen Aufgaben, beide sind wichtig, und doch nutzen wir sie meist nicht im Gleichgewicht. Die linke Hemisphäre ist der Bereich der Logik. Hier werden Zahlen verarbeitet, hier analysieren wir Daten, hier entstehen Pläne, Strukturen und Regeln. Alles, was mit Sprache, Schreiben und rationalem Denken zu tun hat, liegt in dieser Hälfte. Sie ist eng an unsere 5 Sinne gebunden. Wenn du etwas siehst, hörst oder berührst, ist es vor allem die linke Seite, die diese Information einordnet und überprüft. Die rechte Hemisphäre dagegen funktioniert ganz anders. Sie denkt in Bildern, in Gefühlen, in Assoziationen. Sie ist kreativ, intuitiv, ganzheitlich. Hier entstehen Visionen, Kunst, Musik, Träume. Oft spricht man von der rechten Seite als der Quelle unserer Vorstellungskraft. Dort entstehen auch Lösungen, die nicht auf rein logischem Weg zu finden sind. Das Problem unserer Zeit ist, dass wir im Alltag fast ausschließlich die linke Seite einsetzen. Schule, Arbeit, Gesellschaft, alles ist auf Analyse, Fakten und messbare Ergebnisse ausgerichtet. Das ist wichtig, aber es bedeutet, dass wir nur mit der Hälfte unserer Kapazität arbeiten. Die rechte Seite bleibt ungenutzt, wie ein Flügel, der zwar da ist, aber nie schlägt. So wundern wir uns, dass wir zwar viel wissen, aber oft keine kreativen Lösungen finden, keine Intuition spüren, keine Vision entwickeln. Hier setzt das Alpha-Niveau an. Es ist die Brücke zwischen den beiden Hemisphären. Wenn du bewusst in diesen Zustand gehst, verbindest du Logik mit Intuition, Analyse mit Kreativität. Plötzlich siehst du nicht nur die Teile, sondern das Ganze. Probleme verwandeln sich in Möglichkeiten. Das wahre beschleunigte Lernen beginnt also nicht mit mehr Anstrengung, sondern mit dieser inneren Balance. Wenn beide Gehirnhälften zusammenarbeiten, entsteht ein neues Niveau des Verstehens, tief, klar und nachhaltig. Wie gelangen wir nun praktisch in den Alpha-Zustand? Der erste Schritt ist überraschend einfach und dennoch von großer Wirkung. Schließe die Augen. Warum ist das so? Sehen ist unser aktivster Sinn. Das Gehirn muss ununterbrochen unzählige Bilder verarbeiten, Farben, Formen, Bewegungen, Texte, Symbole. Es arbeitet dabei in einem schnellen Rhythmus von rund 20 Impulsen pro Sekunde. Diese Aktivität hält uns zwangsläufig im Beta-Modus. Sobald du die Augen schließt, fällt diese Last ab. Dein Gehirn muss nicht mehr die gesamte visuelle Welt im Sekundentakt sortieren. Es reduziert ganz von selbst seine Frequenz. Dieser einfache Schritt öffnet die erste Tür hinaus aus Stress und Unruhe und hinein in den ruhigeren Alpha-Zustand. Doch allein die Augen zu schließen genügt nicht. Der zweite Schritt ist ebenso entscheidend: bewusste Entspannung. Körper und Geist sind eng miteinander verbunden. Ein angespannter Körper zieht automatisch einen unruhigen Geist nach sich. Ebenso macht ein ruheloser Geist den Körper steif und blockiert jede tiefe Erholung. Deshalb beginnt meine Methode mit einer Form von mentaler Gymnastik.
einer progressiven, systematischen Entspannung. Setz dich bequem hin. Atme langsam und tief ein. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit durch deinen Körper. Spüre die Stirn, die Augen, die Schultern, die Arme. Löse jede Spannung bewusst. Lass los. Dann geh weiter. Brust, Bauch, Beine, Füße. Jeder Atemzug trägt die Anspannung fort, jeder Ausatmen bringt mehr Ruhe. Nach einigen Minuten merkst du, wie nicht nur der Körper, sondern auch der Geist stiller wird. Gedanken verlangsamen sich, das innere Tempo sinkt. Genau hier beginnt die Basisarbeit. Denn bevor du etwas Neues aufbauen kannst, sei es eine Fähigkeit, ein Gedächtnis oder ein Ziel, brauchst du ein stabiles Fundament. In der mentalen Arbeit ist dieses Fundament die tiefe, bewusste Entspannung. Wer sie beherrscht, hat den Schlüssel in der Hand, um Lernen, Erinnerung und Kreativität auf einer neuen Ebene zu erleben. Sobald du den Alpha-Zustand erreicht hast, öffnet sich dein Geist. Er ist aufnahmebereit, empfänglich, flexibel. Genau hier setzt eine meiner wichtigsten Techniken an, der mentale Bildschirm. Stell dir vor, du sitzt in einem Kino. Vor dir hängt eine große Leinwand, 2 Meter entfernt, leicht erhöht, in einem Winkel, der angenehm für deine Augen ist. Doch dieses Kino existiert nur in deinem Inneren. Es ist dein eigener Arbeitsraum, geschaffen von deinem Geist. Auf dieser Leinwand kannst du alles projizieren. Stell dir dich selbst vor, so wie du ein Ziel erreichst, das dir wichtig ist. Vielleicht siehst du dich als Student, der mit Selbstvertrauen eine Prüfung besteht und die beste Note erhält. Vielleicht bist du ein Berufstätiger, der souverän vor Kollegen spricht. Vielleicht eine Mutter oder ein Vater, die Ruhe und Klarheit in den Alltag bringen. Das Wesentliche ist, der mentale Bildschirm macht das Unsichtbare sichtbar. Was bisher nur ein Gedanke war, wird zu einem Bild, und Bilder sind die Sprache deines Unterbewusstseins. Damit die Technik funktioniert, musst du deine Visualisierung lebendig gestalten. Ein bloßes, starres Bild reicht nicht aus. Nutze alle Sinne. Höre die Stimmen im Raum, die Geräusche der Umgebung. Spüre, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du erfolgreich bist. Sieh die Gesichter der Menschen, die dich begleiten. Und, vor allem, fühle die Emotionen, als ob das Ziel bereits erreicht wäre. Wenn du dir vorstellst, wie du bei einer Präsentation erfolgreich bist, dann hör den Applaus, spüre die Sicherheit in deiner Haltung, fühle die Freude, die durch deinen Körper geht, wenn du merkst, es ist gelungen. Ein Gedanke ohne Gefühl ist schwach. Ein Bild ohne Emotion bleibt leblos. Doch die Kombination aus klarer Vorstellung und starker Empfindung verwandelt einen einfachen Wunsch in eine kraftvolle Anweisung an dein Unterbewusstsein. Viele halten dies für reines positives Denken, aber die Forschung zeigt etwas anderes. Das Gehirn unterscheidet nicht scharf zwischen einer real erlebten und einer intensiv vorgestellten Erfahrung. In beiden Fällen entstehen ähnliche neuronale Muster. Deshalb kann eine gelebte Visualisierung dieselbe Wirkung entfalten wie echtes Training. Neben der Visualisierung gibt es eine zweite grundlegende Technik, die Affirmationen. Das sind kurze, positive Aussagen, die du dir im Alpha-Zustand wiederholst, um dein Unterbewusstsein neu zu programmieren. Warum sind Affirmationen so wirksam? Weil unser Unterbewusstsein keine lange Diskussion führt. Es nimmt auf, was du ihm im gegenwärtigen Moment präsentierst. Es unterscheidet nicht zwischen Realität und Vorstellung. Was du oft genug wiederholst, prägt sich tief ein, wie eine Spur, die immer klarer wird, je öfter man sie geht.
Damit Affirmationen wirken, gibt es einige klare Regeln. Erstens: Sie müssen immer in der Gegenwartsform stehen. Sag nicht, ich werde ein gutes Gedächtnis haben. Sag, ich habe ein gutes Gedächtnis. Dein Unterbewusstsein kennt nur das Jetzt, nicht ein vages Irgendwann. Zweitens: Die Aussage muss glaubwürdig sein. Wenn ein Ziel zu groß erscheint, beginne mit kleineren Schritten. Statt sofort, ich habe ein perfektes Gedächtnis zu sagen, könntest du beginnen mit, ich erinnere mich leicht an Namen. Mit jedem Erfolg wächst dein Vertrauen und die nächste Affirmation kann größer werden. Drittens: Die Formulierung muss positiv sein. Sage nicht, ich vergesse nichts. Denn dein Unterbewusstsein konzentriert sich auf das Bild des Vergessens. Sage stattdessen, ich erinnere mich klar und zuverlässig an alles Wichtige. Ein Beispiel: Ein Student könnte sich im Alpha-Zustand sagen, mein Gedächtnis ist stark. Ich erinnere mich leicht an alles, was ich lerne. Oder eine ältere Person, mein Geist ist klar, fokussiert und mein Gedächtnis wird jeden Tag besser. Viele Menschen tragen seit Jahren negative Programme in sich. Ich bin schlecht im Lernen. Ich habe kein Talent. Mit dem Alter wird alles schwieriger. Diese Sätze wiederholen sich innerlich wie ein Lied, das man nicht los wird. Affirmationen ersetzen dieses Lied mit einer neuen Melodie. Am Anfang mag es sich ungewohnt anfühlen, vielleicht sogar künstlich. Doch mit jedem Mal, dass du die Affirmation im Alpha-Zustand wiederholst, sinkt tiefer ins Unterbewusstsein. Schon nach wenigen Wochen bemerkst du kleine Veränderungen. Du erinnerst dich an Details, die dir sonst entgangen wären. Du bleibst ruhiger in Situationen, die dich früher gestresst hätten. Affirmationen sind wie Samen. Sie brauchen Zeit, um zu keimen. Aber wenn du sie regelmäßig pflanzt und pflegst, wächst daraus ein neues Selbstbild. Stark, klar und voller Möglichkeiten. Eine weitere Methode, die ich entwickelt habe, ist die Drei-Finger-Technik. Sie dient als Anker, um jederzeit schnell in den Alpha-Zustand zurückzukehren, egal wo du bist oder was gerade geschieht. So funktioniert sie. Begebe dich in eine tiefe Entspannung. Schließe die Augen, atme ruhig, erreiche dein Alpha-Niveau. Dann sprich innerlich den Satz: Immer wenn ich Daumen, Zeige und Mittelfinger meiner Hand zusammenführe, arbeitet mein Geist auf einer tieferen Ebene zu meinem Vorteil. Wiederhole dies mehrfach mit voller Überzeugung. Dein Unterbewusstsein verknüpft die Geste mit dem Zustand. Von diesem Moment an genügt es, die Finger zusammenzuführen und dein Geist erinnert sich sofort an die Ruhe, die Klarheit und die Konzentration des Alpha-Niveaus. Diese Technik ist praktisch in jeder Lebenssituation. Ein Student kurz vor einer Prüfung, der Ruhe und Konzentration braucht. Ein Berufstätiger, der in einem Meeting klar denken will. Ein Musiker oder Sportler, der einen Moment völliger Präsenz und Sicherheit benötigt. Jemand im Alltag, der merkt, dass Sorgen und Stress überhand nehmen. Die Drei-Finger-Technik bringt dich sofort zurück zu deinem inneren Gleichgewicht. Auch beim Lernen entfaltet sie große Wirkung. Stell dir vor, du beginnst mit einer neuen Aufgabe. Ein Kapitel lesen, ein Problem lösen, eine Sprache üben. Anstatt mit einem zerstreuten Geist anzufangen, gehst du kurz in Alpha, führst die Finger zusammen und programmierst dich mit einem Satz wie: Mein Geist ist konzentriert. Ich nehme Informationen leicht auf. Ich erinnere mich zuverlässig. Dann beginnst zu lernen und dein Gehirn arbeitet von Anfang an im richtigen Rhythmus. Doch die Anwendung geht noch weiter. Dein Geist kann sogar im Schlaf für dich arbeiten.
Wenn du mit einem Problem nicht weiterkommst, kannst du dich abends in Alpha begeben, das Problem klar auf deinem mentalen Bildschirm abbilden und dir sagen: Heute Nacht werde ich träumen, was mir bei der Lösung hilft, und ich werde mich beim Aufwachen daran erinnern. Lege ein Notizbuch neben dein Bett. Viele Entdeckungen, Ideen und Lösungen kommen in Form von Träumen oder plötzlichen Eingebungen am Morgen. Mit Übung lernst du, diese Impulse zu erkennen und zu nutzen. So wird die Drei-Finger-Technik zu einem Schlüssel, den du immer bei dir trägst. Einfach, unauffällig und jederzeit verfügbar. Wenn wir das Ganze betrachten, erkennen wir: Das wahre beschleunigte Lernen geschieht nicht durch mehr Druck oder längere Stunden, sondern durch eine Veränderung des geistigen Zustands. Unsere Bildungssysteme haben uns beigebracht, fast ausschließlich die linke Gehirnhälfte zu nutzen. Logisch, analytisch, faktenorientiert. Das ist wichtig, aber es reicht nicht aus. Wir haben verlernt, die rechte Hemisphäre bewusst einzusetzen. Die Quelle von Intuition, Vorstellungskraft und kreativer Einsicht. Das Alpha-Niveau ist die Brücke zwischen diesen beiden Welten. Dort verschmelzen Logik und Kreativität, dort entsteht tieferes Verständnis, dort verbinden sich Analyse und Intuition. Wer diesen Zustand trainiert, öffnet die Tür zu einem umfassenderen Bewusstsein. Für Kinder wäre es ein Geschenk, von Anfang an beide Gehirnhälften zu nutzen. Sie könnten frei und ohne Blockaden aufwachsen, ohne die Begrenzungen, die viele Erwachsene später mühsam überwinden müssen. Aber die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät. Jeder Mensch in jedem Alter kann seinen Geist trainieren und diese Fähigkeiten wieder aktivieren. Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Schlüssel zu schnellerem Lernen, klarerem Denken und einem starken Gedächtnis liegt nicht im Mehr, sondern im Anders. Statt angestrengt im Beta-Modus zu bleiben, können wir bewusst in Alpha wechseln. Mit einfachen, aber wirkungsvollen Methoden. Entspannung, um den Körper zu beruhigen, den mentalen Bildschirm, um Ziele sichtbar zu machen, Affirmationen, um Glaubenssätze zu erneuern, die Drei-Finger-Technik, um jederzeit Zugang zu Klarheit und Fokus zu haben. Dies sind keine esoterischen Geheimnisse, sondern Werkzeuge, die jeder anwenden kann. Alpha ist kein Privileg für wenige Auserwählte. Es ist ein natürlicher Zustand des menschlichen Geistes. Wenn du beginnst, ihn bewusst zu nutzen, wirst du entdecken, dass dein Potenzial weit größer ist, als du bisher geglaubt hast. Lernen wird leichter, Erinnerungen werden klarer, Probleme verwandeln sich in Chancen. Die Botschaft ist einfach: Du kannst mehr, als du dir traust. Und alles beginnt in deinem eigenen Geist, auf der Frequenz des Alpha-Niveaus.